round trip. Und diese Schiffe sind auf Handelsreisen gegangen, und zwar eine Rundreise hat 3 Jahre gedauert. Now, to trade, you need something to trade with, Und um Handel treiben zu können, brauchst du Handelsgüter. and that brings us to his mining enterprise. Und dann merken wir, dass er Bergbau betrieben hat. Now, this is not mentioned specifically in Kings, but there were copper mines on the sea of the Red Sea here, which they have found in archaeology. Archäologen haben Kupferbergwerke gefunden am Ufer vom Roten Meer. Das ist jetzt nicht wörtlich erwähnt im Text. Here's a picture of one of those mines. Das ist ein Foto von einer von Salomos Minen oder Bergwerken. And another one. Noch ein Bild. And so he used copper and he traded with copper. Also er hat mit Kupfer Handel betrieben. And the ships came back with a lot of gold, Und die Schiffe kamen zurück mit viel Gold. exotic wood and animals. Exotische Hölzer und Tiere. Apes and peacocks were not native to Israel, but they arrived. Affen oder Pfaue, die gab es normalerweise nicht in Israel, aber die sind importiert worden. A beautiful wood that he made into musical instruments. Und edle Hölzer, die er auch zu Musikinstrumenten verarbeitet hat. And we read that in one trip he had 420 talents of gold. Und wir können nachlesen, eine dieser Handelsreisen hat 420 Talente an Gold erbracht. And a while ago I just did the calculation, and that was worth $541 million. Also das waren fast 14 Tonnen Gold mit einem Wert von $500 Milliarden. Now the price of gold's gone up since then, so it's probably double that. Gut, Gold ist teurer geworden seitdem, also wäre es heute noch mehr wert. Not that I actually keep track of the price of gold. Aha, ja. Also seitdem ich die Folie gemacht habe, ist der Goldpreis noch höher gegangen. And of course, this is really quite meaningless because they didn't think of it like that. Gut, das bedeutet nicht viel, weil damals hat man nicht so gedacht. But it just gives us an idea of the kind of wealth that was coming into the kingdom because of his shipping Es and gibt uns mining. eine Ahnung, wie viel Reichtum ins Land gekommen ist durch seine Schiffhandelsgeschichten. And he also got money from the caravan trade. Er hat auch beim Handel durch Karawanen profitiert. You can see, can't you, because this was desert and because this was water, Dadurch, dass im Osten Wüste war und im Westen das Meer, to go south to north or northeast or northwest, you would go through the kingdom of Solomon with your camels and your spices and everything else. also wenn man eine Handelskarawane war, die irgendwie aus Afrika oder aus dem Süden Richtung Norden wollte, musste man eigentlich durch Israel, weil auf der einen Seite war nur Wüste nicht gut und auf der anderen Seite das Meer auch nicht gut, also musste man durch das Land durch. And also the tribute of the vassals would come into his kingdom every year. Und auch die ganzen Vasallenstaaten, die ihm untertan waren, mussten jedes Jahr Tribut entrichten. And also he used his expertise of the chariot army to buy and sell chariots and horses. Und er hat auch sein Fachwissen, was Kampfwagen anging, dazu benutzt, um diese Wagen und auch Pferde zu kaufen und verkaufen. And as in all good business, you buy low and you sell high. Und wie jeder Geschäftsmann das macht, du kaufst billig und verkaufst teuer. And that's what he did. Und so hat er das gemacht. But we also read of his building program. Dann hat er ein ganzes Bauprogramm initiiert. That wealth went into building his 7 chariot cities. Also dieser ganze Reichtum wurde benutzt, um seine 7 Wagenstädte zu bauen. He built buildings of state like his palace, the armory, the judgment hall.
Er hat staatliche Gebäude gebaut, wie seinen Palast und die Waffenkammer, den Milo. But of course, the big thing was the temple. Aber das Größte von allem war der Tempel. Now, Chronicles, as you will know, First Chronicles gives a lot of space to the preparation of the temple and the building of the temple. In der Chronik wird viel Platz darauf verwendet, zu beschreiben, wie der Tempelbau vorbereitet wurde und ausgeführt wurde. But in Kings as well. Und im Könige auch. And what we read is that the temple was like a giant jigsaw puzzle. Und wir können lesen, der Tempelbau, das war wie ein riesiges Puzzlespiel. The stones were really huge. Die Steine waren gigantisch. Every stone was crafted in the quarry. Jeder der Steine des Tempels ist im Steinbruch fertiggestellt worden. Exactly the shape and angles that it should be. Zu genau der Form mit allen Winkeln, genau wie es sein musste. And then it was moved into place. Und dann ist dieser Stein an Ort und Stelle gebracht worden und eingebaut worden. The architectural and the technical skill to do this is just enormous. Und die Leistung der Architekten und Bauleute, um das fertig zu bringen, ist fantastisch. And there was a man who was, I think his father was a Tyre, and from Tyre, and his mother was an Israelite, and they'd married, and he was the one who oversaw all of the building. Der Bauführer für den Tempel war ein Mann, dessen Vater kam aus Tyrus und seine Mutter war Israelitin und er war verantwortlich. And the inside of the temple was just magnificent with angels, cherubim, and also plants and trees and all this decorative stuff. Und die Innenausstattung des Tempels war einfach wunderbar. Ganz viel Dekoration wie Engel oder Cherubim, aber auch Bilder von Pflanzen und Tieren aus Gold alles. The Holy of Holies was larger, of course, than the tabernacle, but it was the same shape, it was a cube. Und das Allerheiligste war hatte die gleichen, war größer wie das Zelt der Begegnung, aber hatte die gleiche Form als Würfel. And of course it represented that place where heaven and earth overlap. Und das repräsentierte den Ort, wo Himmel und Erde ineinander eingreifen. Even as the garden at the beginning was heaven and earth overlapping. So wie ganz am Anfang der Garten der Ort war, wo sich Himmel und Erde begegnen. And then it was covered inside and outside with gold. Und das gesamte Innen und Außen war er mit Gold überzogen. This would have represented fabulous wealth. Und um das tun zu können, das repräsentiert einen enormen Reichtum. Now it does seem that was a custom. Es sieht so aus, als ob das gewöhnlich, also normal war. They have found temples in Egypt. Sie haben in Ägypten auch Tempel gefunden. And when they look at the walls, und wenn Sie sich die Wände anschauen, at regular intervals there's holes in the walls, like nail holes. Dann hat man in den Steinwänden in regelmäßigen Abständen Löcher gefunden, wie Nagellöcher. And it seems that there was something it was holding on the walls, and it was probably gold. Und das bedeutet, diese Löcher lassen darauf schließen, dass man da was angebracht hatte, und das war wahrscheinlich eine Verkleidung aus Gold. Now, just for fun, einfach zum Spaß mal. This is the well-known view of Temple Mount. Das ist der bekannte Blick auf den Tempelberg. Looking from the Mount of Olives over Jerusalem. Also wenn man vom Ölberg Richtung Jerusalem rüber guckt. And this is the artist's impression. Und das wäre jetzt, wie ein Künstler sich das vorstellt mit den Abmessungen, die es damals hatte. Kind of a computer thing of what the temple could have looked like. Also im Computer, wie der Tempel ausgesehen haben könnte.
but you see the sun coming over the Mount of Olives in the morning. It would have been dazzling bright with the gold. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die Sonne über den Ölberg aufgegangen ist, wie das einen geblendet hat, fast das ganze Gold. Here's a model of what they thought it might look like. Hier ist ein Modell nochmal, wie es ausgesehen haben könnte. But of course we don't actually know, Also wir wissen es nicht genau. because it's hard to get an exact reconstruction from the information we have. Weil wir nicht genügend detaillierte Informationen haben, um es aus der Bibel genau zu rekonstruieren. But the dedication of the temple I mentioned, the glory of the Lord filled the temple. Bei der Einweihung des Tempels lesen wir, dass die Herrlichkeit des Herrn den Tempel füllt. And one of the interesting things is in Solomon's prayer of dedication, Interessanterweise betet Salomo bei der Einweihung. he includes not just Israel, but he includes all of the nations. Dann schließt er in sein Gebet nicht nur Israel mit ein, sondern alle Nationen. In other words, he understood the commissioning of Israel to represent the true God to all the nations. Also hat Salomo verstanden, diese Berufung Israels, Gott zu repräsentieren allen Völkern gegenüber. And we see here, it was a time of great cultural development. Wie wir auch sehen können, war es eine Zeit massiver kultureller Weiterentwicklung. And this is typical, of course, in peacetime. The arts have a greater opportunity to flourish. Und das ist typisch, dass während friedlichen Epochen haben die Künste einfach Gelegenheit aufzublühen. Music, proverbs, songs. Musik und Lieder, Sprüche. And we read that he studied plants and animals and vegetation, and if the king did it, then of course this was something that was throughout the kingdom. Und wir können lesen, dass Salomo auch studiert hat über Pflanzen und Tiere und wenn er das als König gemacht hat, dann bedeutet das auch, dass das im Volk auch verbreitet war. And so that's great, isn't it, all of that? Und das ist doch wunderbar, oder? Problem is, as you read this portion, you realize that not all was well. Aber wenn wir diese Abschnitte lesen, dann irgendwie merken wir, dass doch nicht alles so zum Besten war. Solomon's kingdom was very expensive to run. Dieses große Reich, was er da aufgebaut hat, hat sehr viel Geld verschlungen, um es in Betrieb zu halten. Think with his harem how many people needed to be fed. Stellt euch mal vor, alleine sein Harem, den er hatte, wie viele Leute mussten da versorgt werden? 12,000 horses needed to have food every day. 12.000 Pferde brauchten jeden Tag ihr Futter. The army needed to be fed. Die ganze Armee, die er hatte, musste versorgt werden. All of his officials needed to be Die fed. ganzen Beamten wollten bezahlt werden. And it became an incredible burden of taxation. Also die Steuerlast, die auf dem Volk lag, war sehr groß. I mentioned this already earlier in the week. Das habe ich gestern, glaube ich, schon erwähnt. That the flour alone, and here's the image, this is 32 oil drums, and you imagine all of that filled with flour, that's just for one day. Das sind Ölfässer, diese großen ungefähr. Stellt euch vor, 32 von denen alle gefüllt mit Mehl, nur für einen Tag. And a different kind of meal, it was double that. Und das war für das feine Mehl und für die andere Mehlsorte doppelt so viele Fässer. And we see this prophecy of Samuel, he warned Israel about this. Und jetzt merken wir auch die Prophetie von Samuel. Er hat das Volk davor schon gewarnt. That he will take this from them, and that's what happened. Dass wenn sie mal einen König haben werden, wird er das alles von ihnen nehmen. And Und genau so so ist dann auch passiert. the taxation burden was enormous, Also die Steuerlast war riesig. and that sets the scene for what you move into next week. Und das legt auch schon ist die Grundlage für das, was ihr nächste Woche machen werdet. But in chapter 11, verse 1, we read this. In Kapitel 11, Vers 1 steht:
King Solomon loved many foreign women. König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Now, in chapter 3, verse 3, we read Solomon loved the Lord. In Kapitel 3, Vers 3 steht, Salomo liebte den Herrn. Now we read in chapter 11 that King Solomon loved many foreign women. Und in Kapitel 11 steht, dass König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Now, as I read this, I feel very convicted because I also loved a foreign woman. Wenn ich das jetzt hier lese, fühle ich mich natürlich etwas überführt, denn ich liebe auch eine ausländische Frau. And my wife from the USA. Meine Frau kommt aus Amerika, But then I don't feel that convicted. aber ich fühle mich jetzt nicht so überführt deshalb. But of course, the point here was that his heart was turned away from the single worship of Yahweh. Das Problem, was hier auftritt, ist, dass sein Herz abgelenkt worden ist von der Anbetung des einen wahren Gottes Jahwe. And we read in chapter 11 here how serious it was, the different gods that he began to worship. Und in Kapitel 11 lesen wir, dass das wirklich eine ernste Sache war, wie er verschiedene andere Götter auch anfing anzubeten. And you find God responding by his empire breaking up. The vassals rebelled and he wasn't able to bring them back in line. Und Gott hat auf diese Geschichte reagiert, denn dadurch, dass das große Imperium anfing zu zerbrechen, die Vasallenstaaten haben rebelliert und Salomo konnte sie nicht wieder unter Kontrolle bringen. And we ask the question, what happened between chapter 3 verse 3 and chapter 11 verse 1? Und man stellt sich doch die Frage, was ist bloß passiert zwischen Kapitel 3 Vers 3 und Kapitel 11 Vers 1? That a young man who had indeed encountered God radically was humble and God appeared to him twice. Dass ein junger Mann, der Gott lieb hatte und wirklich sich ihm radikal hingegeben hatte und Gott ist ihm zweimal so mächtig erschienen. And in the end he was engaged in all of the awfulness of the idolatry that his princess wives had brought with them. Und am Schluss, wie er diesen furchtbaren Götzendienst verwickelt war, den seine ausländischen Frauen haben das mitgebracht. Let me just make 3 observations. Ich möchte 3 Punkte erwähnen da. In Deuteronomy 17, God says if you do want a king, you can have one. Im 5. Mose 17 sagt Gott, okay, wenn ihr unbedingt einen König wollt, dann könnt ihr einen haben. But that king is not above the law. The king needs to have a copy of the law and read it every day. Aber dieser König soll nicht über dem Gesetz stehen, sondern er soll eine Abschrift des Gesetzes haben und da jeden Tag drin lesen. And if he had done that, every day he would have been reading, don't get engaged with idols. Und wenn er das getan hätte, dann hätte er fast jeden Tag Sachen gelesen wie gib dich nicht anderen Götzen hin. But what I would imagine happened was he didn't do that. Was ich jetzt mir vorstelle, ist, was passiert ist, dass König Salomo das nicht gemacht hat. And as he got involved with these women, slowly, his mindset, his worldview began to shift, began to change. Und je mehr er sich mit diesen vielen ausländischen Frauen eingelassen hat, hat sich seine Weltanschauung langsam verändert. I don't think he got up one morning and said, I think today I'm going to be a pagan. Ich glaube nicht, dass er eines Morgens aufgewacht ist und gesagt hat, ich glaube, ich bin ab jetzt ein Heide. But rather, slowly, the influence of that around him began to have an effect on him and he began to change. Sondern ich denke, dass das etwas ganz Schleichendes war, wie die Einflüsse um ihn herum haben langsam sein Herz verändert. Let's be aware of that. Let's be aware that we are all can be influenced by the stuff around us. Und ich glaube, das müssen wir uns heute auch ganz, ganz klar machen, diese Dynamik, dass wir
schleichend beeinflusst werden von all den Dingen, die auch hier um uns heute herum passieren. And remember, or let's think about what the Apostle Paul says in Romans 12, how we need to be transformed by the renewing of our minds, how important our minds are. Und lasst uns daran denken, wie der Apostel Paulus in Römer 12 sagt, dass wir immer wieder verwandelt und transformiert werden müssen in unserem Denken durch Gott. Deuteronomy 17 says, don't have a big army. Zum Beispiel in 5. Mose 17 sagt Gott, hab keine große Armee. Because with a big army, you no longer need to rely on God for your protection. Denn mit einer großen Armee brauchst du dich gar nicht mehr auf den Herrn verlassen als deinen Schutz. David hamstrung the horses, you remember. Erinnert euch daran, dass David die Pferde damals gelähmt hat. Solomon built an army that was so strong, he really didn't need God anymore. Und Salomo hat eine Armee aufgebaut, die so stark war, er brauchte Gott gar nicht mehr. As we find we're in situations where we're dependent on God, we should be very grateful for that. That's a really good thing. Falls du dich in einer Situation finden solltest, wo du wirklich auf den Herrn angewiesen bist, dann freu dich und sei dankbar drüber. When the prophet Ahijah got involved and made it clear that God was displeased with what he was doing, Ahijah. Okay. Als der Prophet Ahia sich eingeschaltet hat und gesagt hat, dass Gott nicht so begeistert ist von dem, wie es läuft, What Solomon did was got angry with that and didn't realize what Ahijah was saying was actually an invitation to repent. Und leider hat Salomo mit Ärger reagiert und nicht gemerkt, dass das eigentlich Gottes Einladung war, umzukehren. David had Nathan, you remember, that confronted him, and David heard what the prophet said and repented very deeply. David hatte den Propheten Nathan, der ihn konfrontiert hat, und David hat reagiert, indem er Buße getan hat. And Solomon didn't have that, and when the prophet did speak, he didn't listen. Und also Salomo hatte nicht so einen Mentor, und als dann ein Prophet ihm was gesagt hat, hat er schlecht darauf reagiert. If ever we have the privilege of people speaking into our lives, we should always welcome that. Wenn du irgendjemand hast, der in dein Leben reinspricht, auch mit Korrektur, dann sollten wir da uns darüber freuen und das annehmen. Maybe they're right, maybe they're not, but at least to take it very seriously and bring it before the Lord and be very grateful that they would have the courage and the love for you to Wenn jemand do that. mit konstruktiver Kritik oder Korrektur zu dir kommt, vielleicht haben sie recht, vielleicht auch nicht, aber da gibt es jemanden, dem du wichtig genug bist, dass er sich traut, dir was zu sagen. Yes. Yeah, you mentioned this prophet Ahijah. Ahijah. Where is it? It's in chapter 11, and it's in. We meet him in verse 29. Okay, Ja, Vers 29, Ahia. He was. I'm sure we'll talk about him with Binu next week. Also nächste Woche geht es noch mehr um den. And so, just a few reflections on the tragedy. What a tragedy that Solomon began well and finished so badly. Was für eine Tragödie, dass König Salomo so gut begonnen hat und dann ist es so schlecht zu Ende gegangen. And let's make sure that. Let's just have the fear of the Lord that we don't do the same thing. Und wir können einfach nur wirklich immer wieder um die Furcht des Herrn auch bitten, dass wir nicht in diese gleichen Fehler fallen. And if it can happen to him, then let's not ever get proud thinking it will never happen to us. Und lasst uns nicht selbst überheblich werden. Und wenn das jemandem wie König Salomo passieren konnte, dann kann es auch dir passieren, oder nicht? Now, what I want to do is to change gear rather radically. Jetzt möchte ich komplett umschalten auf was anderes. And I'd like to take the rest of the morning to talk about the Song of Solomon.
Ich möchte gerne den Rest des Morgens mit dem hohen Lied Salomos verbringen. And tomorrow I will talk about wisdom literature as a whole. Morgen werde ich über die Weisheitsliteratur als Ganzes reden. But just to say, when it comes to the song, everything you learned about Hebrew poetry is really important. Und also wenn wir jetzt das hohe Lied angucken, dann ist alles, was wir über hebräische Poesie wissen und gelernt haben, sehr, sehr wichtig. Because people have done different things with this book. Weil Leute haben ganz viele verschiedene Sachen mit diesem Buch gemacht. And my approach is to ask, firstly, what kind of literature is this? Mein Ansatz bei sowas ist es, erstmal wirklich zu fragen, was für eine Art von Literatur haben wir denn hier? The interpretation of Scripture is always based on the intended meaning of the human author. Die Interpretation von Schriftstellen und Büchern beruht hauptsächlich auf dem, was sich der Autor als gedacht hat und was für eine Zielgruppe der hatte, was er damit wollte. I read a book on Bible study years ago, Ich habe vor vielen Jahren ein Buch über Bibelstudium gelesen and the author Josh McDowell, he said this: und der Autor Josh McDowell hat Folgendes gesagt. the Holy Spirit inspired the human author. Der Heilige Geist hat den menschlichen Autor inspiriert. So when we understand what the human author meant, we understand what the divine author meant. Und wenn wir verstehen können, was der menschliche Autor damit gemeint hat, dann wissen wir auch, was Gott als Autor damit meint. And this is important because if the Bible means anything, then really it means nothing. Okay. Das ist sehr wichtig, dann, wenn man die Bibel irgendwie auslegen kann, dann bedeutet es letztendlich gar nichts mehr. If when Paul said to Timothy in 1 Timothy chapter 3, Als Paulus zu Timotheus schreibt in 1. Timotheus Kapitel 3, this is why I left you in Ephesus, dies ist der Grund, warum ich dich in Ephesus gelassen habe. that you would stop certain people teaching false doctrine. Dass du verhinderst, dass bestimmte Leute falsche Doktrinen, falsche Lehre verbreiten. If we make that mean anything, then how do we know what the word of the Lord is? Aber wenn wir dann meinen, oh, das kann alles Mögliche bedeuten, was er da sagt, dann wird das Wort sinnlos. But what we read there is very straightforward. The Apostle Paul left in Ephesus to stop false teaching. Aber wenn wir das lesen und ernst nehmen, dann ist die Sache eigentlich sehr klar. Paulus hat Timotheus in Ephesus gelassen, dass er verhindert, dass andere Leute falsche Lehre verbreiten. And then, of course, that's something's important to know because that will inform how we read the rest of the letter. Und das ist zum Beispiel sehr wichtig, dass wir das wissen, denn das hilft uns dann, den Rest des Briefes zu verstehen. So, when it comes to the song, firstly, the question, who wrote this book? Also, wenn wir zum Hohen Lied kommen, die erste Frage ist, wer hat das geschrieben? And in chapter 1, verse 1, we have the title, The Song of Songs, which is Solomon's. Und die Antwort finden wir im ersten Vers, da steht das Hohe Lied Salomos. So traditionally, Solomon wrote the book. Also traditionell sagt man, das Buch wurde von Salomo geschrieben. But it's important to know that the ancient Hebrew didn't have as many words as we would have in English or German. Was wichtig ist zu wissen, das Althebräisch hat nicht so viele Worte zur Auswahl gehabt wie unser modernes Englisch oder Deutsch. So all the words had to do more work. Deshalb mussten einzelne Worte mehr Arbeit leisten. Und wenn man den englischen Titel direkt übersetzt, heißt das das hohe Lied, welches ist Salomos. So the words which is, it could mean by Solomon or to Solomon or for Solomon or concerning Solomon.
Und deshalb kann man das auch so auslegen, das könnte heißen, das Hohelied von Salomo, das Hohelied an Salomo oder für Salomo oder betreffend Salomo, gemäß Salomo. And so I just want you to remember that. Und ich denke, das ist einfach wichtig zu wissen. But the tradition does put Solomon as the author. Aber traditionell wird Salomo als der Autor angesehen.